Hallo, heute geht es in diesem Video um den Umzug meiner Camponotus nicobarensis Kolonie. Diese Ameisenkolonie wird in ein von mir selbst gebautes Idong-Nest einziehen. Ich werde euch auch die gesamte Anlagen der Ameisenkolonie zeigen. Bleibt dran, es wird spannend. Hallo Ameisenfreunde und herzlich willkommen auf Atlantis, euer Ameisenkanal. Falls du dich für die Ameisenhaltung interessierst, abonniere meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Die Camponotus nicobarensis Kolonie, die ich vor einigen Monaten bekommen habe, haben sich sehr gut entwickelt. Die Aufnahmen, die zu sehen sind, wurden kurz vor dem Umzug ins neue Nest aufgenommen. Diese Kolonie ist sehr aktiv und in der Haltung sind die anspruchslos, egal ob es Futter oder ihr Lebensraum ist. Die Camponotus nicobarensis haben ein sehr schnelles Koloniewachstum. Daher benötigt diese Kolonie ein neues Ameisennest. Diese Ameisen sind bei ihrer Nestwahl nicht wählerisch. In der Natur findet man diese in verschiedenen Nestformen. Das Ameisennest, den ich der Ameisenkolonie zur Verfügung stelle, ist ein selbstgebautes Idong-Nest. In dieses Nest wird die Ameisenkolonie einziehen. So sieht das Ganze aus. Wollt ihr auch Nester für euer Ameisen bauen? Das ist kein Problem. Dazu habe ich euch eine Playlist verlinkt. Ich habe mich aus verschiedenen Gründen für ein Idong-Nest entschieden. Der Hauptgrund für die Auswahl ist, dass der Idong die Feuchtigkeit gut aufnimmt und gleichmäßig verteilt. Dadurch kann man die Luftfeuchtigkeit im Nest besser kontrollieren und so für optimale Bedingungen sorgen. Wir wechseln zum Umzug der Ameisenkolonie. Vor Beginn der Aufnahmen habe ich die Abdeckung vom Reagenzglas entfernt und das Reagenzglasnest in die Arena gelegt. Anschließend habe ich das Idong-Nest an die Arena angeschlossen und mit einer Spritze bewässert. Die Vorbereitungen waren nun abgeschlossen und die Ameisen konnten umziehen. Was gerade im Video zu sehen ist, sind die ersten Momente des Umzuges. Ich habe zwischendurch das Nest weiter befeuchtet, da es zu trocken war. Nachdem das neue Ameisennest an die Arena angeschlossen wurde, waren die Ameisen sehr neugierig. Die Arbeiterinnen haben schnell den Nesteingang entdeckt und haben sofort begonnen, das Nest zu erkunden. Das Ameisennest ist für die Kolonie etwas zu groß. Es dürfte aber kein Problem sein, da die Ameisenkolonie extrem wächst. Ich denke, dass die Ameisen das Nest schnell füllen werden. Das sind die Aufnahmen des Umzuges aus einer anderen Perspektive. Man kann beobachten, wie die Ameisen unruhig sind, da die Abdeckung vom Reagenzglasnest fehlt. Trotz der fehlenden Abdeckung sind die Ameisen nicht in Panik geraten. Ich muss dazu sagen, dass nicht jeder Ameisenumzug so gut verläuft. Wie der Umzug verläuft, hängt von der Ameisenart ab, sowie verschiedene Faktoren. Wie ich bereits in anderen Videos erwähnt habe, kann man diese Ameisenart weiterempfehlen. Es war die Zeit gekommen, die Ameisen in Ruhe zu lassen, so dass diese den Umzug beginnen konnten. Die Beleuchtung wurde ausgeschaltet und das Idong-Nest wurde abgedeckt, um es für die Ameisen angenehmer zu gestalten. Das Reagenzglas wurde nicht abgedeckt, um den Umzugsvorgang zu beschleunigen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es in den Kommentaren. Dies würde mich freuen. Sofort am nächsten Morgen habe ich nach der Ameisenkolonie geschaut. Dabei habe ich festgestellt, dass die Kolonie umgezogen war. Das Idong-Nest hat es den Ameisen gefallen. Als erstes habe ich das Idong-Nest befeuchtet
da es mir zu trocken vorkam. Der Umzug ging sehr schnell. Umso mehr hat es mich gefreut. So sieht die Kolonie nach dem Umzug aus. Wie bereits gesagt, ist das Nest etwas zu groß. Es gibt keine Aufnahmen vom direkten Umzug. Ich wollte die Ameisenkolonie nicht stressen. Der Kolonie ging es gut. Trotzdem habe ich die Reagenzgläser in die Arena als Absicherung liegen lassen. Falls die Ameisenkolonie sich nicht wohlfühlt, kann diese in den Reagenzgläser ausweichen. Ich lasse immer nach einem Umzug die Reagenzglasnester für einige Zeit in die Arena liegen. So sieht die Aufzuchtanlage aus. Die Arena muss auch bald vergrößert werden. In die nächste Arena werden die Ameisen ein natürliches Lebensraum bekommen. Es sind nun jetzt ein paar Tage seit dem Umzug vergangen und der Ameisenkolonie geht es gut. Nach den Dreharbeiten werde ich die alten Reagenzgläser aus der Arena entfernen. Später werde ich ein frisches Reagenzglas in die Arena hineinlegen. Dadurch haben die Ameisen bei Bedarf genügend Feuchtigkeit zur Verfügung. Das Ytong-Nest habe ich mit einem 16 mm Schlauch an die Arena angeschlossen. Diese Schlauchgröße ist für die Camponotus nicoparensis optimal. Was noch fehlt, ist eine Abdeckung für das Ytong-Nest. Das werde ich schnellstmöglich anfertigen. Ich bin mit dem derzeitigen Zustand der Ameisenkolonie sehr zufrieden. Jetzt gibt es noch weitere Aufnahmen der Kolonie. Wenn ihr mehr über diese Kolonie erfahren wollt, schaut euch die Playlist an. Diese habe ich ebenfalls verlinkt. Wie man sehen kann, haben die Arbeiterinnen Futter ins Nest reingebracht. Es kommt vor, dass Ameisen die Futterreste nicht aus dem Nest heraustragen. Dies geschieht, wenn das Nest zu groß ist. Das sehe ich nicht als Problem. Ich denke, dass die Ameisen das Nest nicht verschmutzen werden. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ciao, Atlantis, euer Ameisenkanal.